Vor vielen Jahren, lange bevor die Nintendo Switch die Gaming-Welt eroberte, gab es eine Konsole, die Erinnerungen für Generationen schuf. Den Nintendo DS. Über die Jahre erhielt der Nintendo DS auch einen Bruder, den Nintendo DSi. Doch auch dieser konnte dem Fortschritt der Technik nicht ewig folgen. Eine neue, leistungsstärkere und innovativere Konsole musste her. Da Kinos zu dieser Zeit seit kurzem unbequeme, das Bild verzerrende und billig verarbeitete Brillen anbieteten, war für Nintendo klar, dass dieser Schritt in die Zukunft ein essentieller Bestandteil der neuen Handheld-Konsole sein sollte. Das muss die Welt sehen! Mit der Vision, ein unvergleichliches Handheld-Erlebnis zu schaffen, stellte Nintendo auf der E3 2010 erstmals den Nintendo 3DS vor. Na toll, jetzt habe ich Augenschmerzen. Am 25. März 2011 wurde diese revolutionäre Handheld-Konsole schließlich veröffentlicht. Aber warum erinnern wir uns so gerne an den Nintendo 3DS? Was hat ihn so besonders gemacht? Spoiler, es war nicht die 3D-Funktion, aber gehen wir das Ganze chronologisch durch. Es ist der 25. März 2011. Genauer gesagt ist jetzt der 25. März 2011. Während die Welt noch schläft, haben die Hardcore-Fans bereits Campingplätze vor den Nintendo-Läden aufgeschlagen und warten ungeduldig auf die Ladenöffnung. Hier sollte es offensichtlich sein, dass jeder, der eine Nacht vor dem Release schon vor einem Laden wartet, definitiv ein überdurchschnittlicher Fan war. Jedoch gab es auch unter diesen Hardcore-Fans verschiedene Arten von Fans. Zum einen gab es den übervorbereiteten Fan. Dieser tauchte meist mit einer Gruppe von Freunden auf und lebte dann teilweise mehrere Tage vor dem Nintendo-Laden. Ich bin bereit. Ich auch. Und ich erst. Meist aufgestellt mit einem Zelt, einer Matratze und ein bisschen Verpflegung, verging die Zeit für ihn extrem schnell. Hey! Dann gab es noch das Gegenteil, den unvorbereiteten Fan. Dieser hat ein paar Minuten zuvor spontan entschieden, sich den 3DS zum Release zu kaufen und war auch dementsprechend aufgestellt. Ey, das gibt's doch gar nicht. Was ein schlechtes Schauspiel. Das ist voll 3D. Man spielt ohne Brille. Oh Mann. Das ist stimmt, das ist neu, ne? Ja. Also ohne Brille? Vor allem ohne Brille. Man kennt es aus dem Kino mit Brille. Keine Brille, nein. Stimmt, das ist eigentlich krass. Ist mir auch Erleben Sie 3D ohne Brille. Nintendo 3DS. Ich brauche ihn trotzdem. Er schlief meistens auf der Straße oder gar nicht und die Zeit vom Laden hat sich für ihn extrem gezogen. In 9 von 10 Fällen war er am Folgetag erkältet, aber hey, so blieb mehr Zeit für den neu erworbenen 3DS. Die letzte und dreisteste Art von Fan war der Vordrängler. Er kam meistens viel zu spät an und hatte eine dementsprechend schlechte Position in der Schlange. Über die ganze Nacht verfolgte er nur ein Ziel, sich möglichst unauffällig an den anderen Fans vorbeizuschleichen. Entschuldigen Sie, mein Freund wartet da vorne. Und dann am nächsten Morgen plötzlich ganz vorne in der Schlange zu stehen. Ein Vordrängler. Na hör mal. Nun war es aber soweit. Die Tore wurden geöffnet und die ersten Fans konnten den 3DS endlich in ihren Händen halten. Dass zum Zeitpunkt vom Release gerade mal ca. 9 Titel existierten, schien die Fans nicht zu stören. Was sie allerdings in den kommenden Wochen störte, war der Preis. Ich würde den gerne zurückgeben. Er war viel zu hoch und dementsprechend niedrig waren auch die Verkaufszahlen, weshalb sich Nintendo kurz darauf entschied, den Preis von ursprünglich ca. 250 € auf etwa 170 € zu senken. Und ab hier ging es eigentlich nur noch aufwärts. Ich nehme ihn doch wieder mit. Eigentlich. Denn bereits nach kurzer Zeit wurde klar, dass das Hauptargument für den Kauf, 3D ohne Brille zu sehen, nicht ganz so gut funktionierte wie beworben. Es gingen bei Nintendo etliche Beschwerden darüber ein, dass Kinder schon nach kurzer Spielzeit im 3D-Modus Kopf- oder Augenschmerzen hatten. Morgen bleibe ich zu Hause. Und Nintendo antwortete zusammengefasst damit, dass diese Beschwerden keine Langzeitfolgen haben. Beruhigt euch, ich trage diese Brille nur zum Spaß. Beruhigend. Nachdem die Fans also den neuen Preis und den Fakt, dass sich ihre Augen beim Spielen in einer Art Hochleistungsmodus befinden, akzeptiert hatten, erkannten sie, was den Nintendo 3DS noch so einzigartig machte. Beispielsweise gab es erstmalig eine halbwegs funktionierende Internetverbindung. Alter! Diese konnte dann genutzt werden, um in einem Browser zu surfen, in dem ein Tsunami herrschte. Hier klappt ja gar nichts. Oder um Freunde mit sogenannten Freundescodes zu adden. Im Home-Menü konnte man dann sehen, welcher Freund gerade online ist und was dieser spielt. Natürlich war das Konzept noch nicht so ausgereift und essentielle Dinge wie eine Chatfunktion oder ähnliches fehlten. Lieber Joey, möchtest du mit mir Mario Kart spielen? Aber auch dafür haben Nintendo 3DS-Spieler schnell eine Lösung gefunden. Nein. Denn dem Spieler war es möglich, einen kurzen Kommentar über sich zu verfassen. Und genau diese Funktion wurde in den meisten Fällen ausgenutzt, um halbwegs gut mit neuen Freunden zu kommunizieren und Verabredungen zu tätigen. Dass man dann teilweise stundenlang auf eine Antwort warten musste und es quasi ungewiss war, ob die andere Partei die Nachricht je lesen würde, war den Spielern damals egal. Außerdem gab es eine Plattform, die der heutigen Zeit schon damals weit voraus war. Das Miiverse. Es war wie Instagram, nur für 3DS-Spieler. Und Wii U-Spieler. Dort konnten Screenshots, Artworks und ähnlicher Content geteilt, geliked und kommentiert werden. Please friend request and follow me, I am so lonely. Don't just yeah it. Well, what kind of stuff do you like / do? Your mom. Die Grundidee war genial. Best anime. Jedoch haben viele Nutzer diese künstlerische Freiheit ausgenutzt. Ihre Artworks waren dann teilweise ein wenig eigen, jedoch reagierte Nintendo in den meisten Fällen relativ schnell auf
ausgefallene Kunst. Really hope we can get a good community here on the Wii U. So far my experience has been fantastic. Your post was removed because it contained abusive and harmful content. Ein weiterer Klassiker ist die Nintendo Sound App. Ursprünglich entwickelt, um den 3DS als eine Art MP3-Player zu nutzen, kann ich mit Gewissheit sagen, dass 99% der Nutzer Mama, ich bin zu Hause! sie vor allem dazu verwendet haben, um komische Voicelines aufzunehmen und diese dann bis zum Maximum zu pitchen. Zeig mal. Okay. Oder sämtliche Effekte drauf zu werfen. Also ich find's einfach nur klasse. Natürlich gab es auch noch die Kamera-App, in welcher man Fotos aufnehmen und diese im Nachhinein bearbeiten konnte. Sie konnte aber nicht nur das. Es gab beispielsweise AR-Games wie Face Riders. Hier konnte man ein Foto von sich oder Freunden machen und dann per Kamera im echten Umfeld gegen sich selbst oder seine Freunde kämpfen. Hört sich eigentlich super cool und fortschrittlich an, oder? Ich habe Trump gesprengt. So war das nicht gemeint. Naja, das Problem war, dass die 3DS-Kamera 0,3 Megapixel hatte und jetzt ist Obama an der Reihe. Das Spielerlebnis dementsprechend ablief. Headshot. Zusätzlich gab es dann noch zu jedem 3DS 5 Karten, auf denen man verschiedene Nintendo-Charaktere mit Hilfe der 3DS-Kamera spawnen konnte. Jetzt bist du erledigt. Du hast die 6. Karte. Vergessen. Cool. Die letzte geniale App war der Mii Plaza bzw. der Street Pass im Allgemeinen. Man konnte dort Begegnungen farmen, indem man den 3DS einfach bei sich trug. Andere 3DS-Nutzer, die ihren 3DS ebenfalls 24/7 am Körper trugen, wurden dann bei einer Begegnung im echten Leben auf der Mii Plaza angezeigt. Natürlich basierte das Ganze auf mehreren Minispielen, bei denen man durch soziale Interaktionen im echten Leben Miis von anderen Spielern sammeln konnte. Mit diesen Miis konnte man dann auf Abenteuer ziehen und Puzzleteile sammeln, um Bilder zu vervollständigen und kosmetische Gegenstände für die Miis zu bekommen. Zusätzlich hatte der 3DS sogar eine eigene Mitteilungsfarbe für Begegnungen über den Street Pass, sodass beim Aufleuchten dieser jeder 3DS-Spieler zu einem Detektiv wurde und versuchte, seinesgleichen ausfindig zu machen. Letztendlich ging das Ganze so weit, dass sogar ganze Events für Street Pass-Farmer veranstaltet wurden. Ich habe keine Ahnung, wie man bei sowas gewinnen kann, aber herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ich habe die meisten Street Pass-Begegnungen. Nein, ich habe die meisten Street Pass-Begegnungen. Achso, und das ganze Konzept fördert natürlich die Bewegung der sonst so faulen Gamer, weshalb man auf dem 3DS ebenfalls für Schritte mit Münzen belohnt wurde. Diese konnten an den Spielen für exklusive Items ausgegeben werden, jedoch wusste jeder 3DS-Spieler relativ schnell, wie man auch dieses Problem ohne viel Bewegung umgehen kann. Mit den Jahren erschienen noch sämtliche Systemupdates, welche Funktionen wie Ordner, Themes und weitere Apps wie beispielsweise Nintendo Badge Arcade hinzufügten. Vermutlich haben viele vergessen, dass die App je existiert hat, aber es war letztendlich einfach ein Sammelspiel, bei dem man täglich kostenlose kosmetische Badges für die Gestaltung des Homescreens sammeln konnte. Es existierten verschiedene Themenbereiche wie Animal Crossing und Super Mario. Wenn du da jedoch bei deinem kostenlosen Versuch mal nicht das Badge bekommen hast, was du wolltest, konntest du natürlich mit ein bisschen Echtgeld nachhelfen. Aber nur durch die neuen Funktionen wurde der 3DS nicht zu dem Handheld, an dem wir uns alle gerne erinnern. Es waren vielmehr die Spiele. Nach und nach erschienen nämlich eine Menge davon. Die anfangs relativ magere Auswahl von ca. 9 Spielen wurde von Zeit zu Zeit immer größer. Und über die Jahre kamen auch etliche Top-Titel wie The Legend of Zelda, Ocarina of Time oder Animal Crossing New Leaf dazu. Ich könnte diese Liste noch viel weiter ausführen, jedoch würde das den Rahmen dieses Videos sprengen, da der 3DS über die Jahre einfach viel zu viele Top-Titel mit sich brachte und diese der eigentliche Grund für den massiven Erfolg waren. Außerdem verfügte der 3DS über Backwards Compatibility, was heißt, dass jedes Nintendo DS-Spiel ebenfalls auf dem 3DS gespielt werden konnte. Den Fans wurde so gesehen also nie langweilig. Jedoch alterte auch der Nintendo 3DS. Bei den meisten Spielern war der 3D-Regler inzwischen eingerostet und es wurde Zeit für eine Weiterentwicklung. Okay, nicht diese. Der 3DS XL war hier und da zwar etwas cooler, weil er größer war, jedoch war er kein richtiges Upgrade. Oh, der 2DS. Ich frage mich bis heute, wer sich das Design ausgedacht hat. Ah, der 2DS XL. Scheinbar hat die Person, die sich das vorherige Design ausgedacht hat, ihre Entscheidung bereut. Endlich, der New 3DS und New 3DS XL. Diese Konsolen waren das erste richtige Upgrade vom ursprünglichen 3DS. Sie hatten eine bessere Leistung, besseres 3D, einen eingebauten Amiibo-Reader und einen C-Stick. Der New 3DS hatte sogar sogenannte Coverplates, mit denen man den 3DS personalisieren konnte. Jedoch wurde Personalisierung bei Nintendo sowieso ziemlich groß geschrieben, da es für jede genannte Version eine Vielzahl von Limited Editions in jeglicher Farbe und jeglichem Theme gab. Okay, das sind echt ziemlich viele. Falls ihr jedoch eine Limited Edition cool fandet, schlagt besser jetzt zu, denn die Preise steigen immer weiter an. Stehen geblieben! Auch wenn das kein Iceberg-Video ist, begeben wir uns jetzt in die unterste Ebene von dem Eisberg, der da gerade vorne gespawnt ist, und schauen, was da steht.
3D vom 3DS schon seit 2001 möglich. Ursprünglich sollte nämlich schon die GameCube 3D ohne Brille unterstützen. Aber wie genau funktioniert der 3D-Effekt ohne Brille? Der 3D-Modus im Nintendo 3DS funktionierte durch die Verwendung von speziellen Flüssigkristallen, die in den Bildschirm integriert waren. Diese Flüssigkristalle konnten elektrisch gesteuert werden, um das Licht so zu modulieren, dass ein 3D-Effekt erzeugt wurde. Schwing das Tanzbein! Dadurch wird beim Spieler räumliche Tiefe wahrgenommen, ohne eine 3D-Brille tragen zu müssen. Der GameCube war auch in der Lage, genau das zu tun. Jedoch war die Flüssigkristalltechnologie damals zu teuer und der potenzielle Markt zu klein. Mit einem ca. 4 Zoll großen LCD-Display hätte man den GameCube dann zu einem 3DS transformieren können. Aber zurück zum Thema. Der 2DS XL war jedoch das letzte, was wir je im Zusammenhang mit dem 3DS gesehen haben. Und so langsam gerät die Familie der 3DS-Konsolen in Vergessenheit. Man kann nicht genau sagen, ab wann Nintendo die 3DS-Familie offiziell aufgegeben hat, jedoch gab es 2 inoffizielle, offizielle Statements. Am 7. November 2017 wurde beispielsweise das Miiverse eingestellt. Und am 27. März 2023 versetzte Nintendo dem 3DS den finalen Schlag mit der Einstellung des eShops. Seitdem ist der Nintendo 3DS ein freier Spielplatz für Modder. Egal was du brauchst, irgendein Modder hat es bestimmt auf seinem 3DS. Abschließend können wir festhalten, dass der Nintendo 3DS eine Ära geprägt hat, die wir alle mit Freude und Nostalgie verbinden. Von seinen einzigartigen Funktionen bis zu den unvergesslichen Spielen hat dieser Handheld die Herzen von Millionen erobert. Rest in Peace, Nintendo 3DS. Abonniert mich. Ich habe nur ein Ziel.